Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute geht es um das Thema Kyoto. Sie ist eine wunderschöne Stadt mit unzähligen kulturellen Sehenswürdigkeiten und kulinarischen Finessen. Ich mag die Stadt sehr. Das ist auf jeden Fall auch ein Muss für Touristen oder generell Leute, die zum ersten Mal in Japan sind. Nur über diese Stadt hört man auch einiges. Also nicht nur die Schönheit, sondern auch, dass Leute außerhalb von Kyoto die Kyotaner hassen und die Kyotaner die Leute von anderen Präfekturen. Man sagt, Kyoto hat wirklich zwei Seiten, also Tatemae und Honne, die scheinbare Absicht, die zur Schau gestellt wird, und die wahre Absicht, also der echte Gedanke dahinter. Sie sind sehr unterschiedlich, heißt es. Dazu glauben sie noch, dass Kyoto immer noch die Hauptstadt von Japan ist. Es gibt auch solche Anekdoten. Machen wir mal hier kurz ein Quiz. Angenommen, jemand aus eurer Familie, sagen wir mal ein Junge, spielt Klavier seit Jahren. Und ihr seht euren Nachbar und der Nachbar sagt dann, oh, euer Sohn kann ja echt gut Klavier spielen, der wird ja immer besser. Was bedeutet das? Ja, die richtige Antwort ist B. Das ist verdammt laut, wir hören das und hört sofort damit auf. Nummer 2. Mal angenommen, jemand läuft auf der Straße und wird angesprochen. Oh, du trägst ja ein modisches Kleid. Was bedeutet das? Ja, die richtige Antwort ist C. Wie kann man sowas Hässliches anziehen? Nummer 3. Ihr besucht jemanden in Kyoto und der Gastgeber sagt Folgendes. Ich mach was zu trinken. Ist Kaffee in Ordnung? Willst du Kaffee oder irgendwas trinken? Hast du Durst? Willst du was trinken? Möchtest du einen Kaffee? Bei welchen dieser 3 dürft ihr überhaupt Kaffee trinken? Die richtige Antwort ist A, aber fangen wir mal mit den anderen beiden an. Möchtest du Kaffee oder irgendwas trinken? Das heißt so viel wie, ja, das Thema ist jetzt vorbei, wir müssen nicht mehr weiterreden, ich finde, du gehst. Hast du Durst? Willst du was trinken? Möchtest du einen Kaffee? Also wenn jemand sowas fragt, heißt es so viel wie, das Gespräch ist unglaublich langweilig, dass ich dann Durst habe und einfach das Gespräch auch sofort beenden will. Also, hau bitte ab. Ist Kaffee in Ordnung? Hier wird nur gefragt, ob du Kaffee trinken willst, ja oder nein. Auf keinen Fall darfst du sagen, ich hätte gerne einen Tee. Tatemae und Honne, die scheinbare Absicht und die wahre Absicht dahinter. Das ist eine Kultur, die durchaus in Japan sehr weit verbreitet ist. Und um eine Kultur richtig zu verstehen, ist es natürlich gut, wenn man die japanische Sprache kennt. Auch bei einer Reise, also zum Beispiel wenn man nach Japan fliegt, ist es natürlich besser, wenn man die japanische Sprache kann, als zum Beispiel nur Englisch. Denn die Leute öffnen sich viel schneller und das ganze Erlebnis wird dann viel intensiver. Die Leute kommen dir deutlich näher, wenn man versucht, mit dem auf Japanisch zu kommunizieren. Aus diesem Grund möchte ich euch Rosetta Stone vorstellen. Mit Rosetta Stone lernt ihr eine Sprache auf einer ungewohnten Art und Weise. Es gibt kein Textbuch, ihr seht dann Bilder und dazu passende Texte werden einfach ausgesprochen und die müsst ihr dann wiederholen. Also das Ganze funktioniert dann sehr intuitiv, also als würden ja Kinder halt eine neue Sprache lernen. Anfangs ist es ja auch so, dass man nicht ganz versteht und auch nicht so ganz klar ist, was da überhaupt gesagt wird. Aber nach einer Weile, wenn man das halt irgendwie mitmacht, wird es einem plötzlich klar, was die Bilder heißen und was man dazu sagen muss. Dabei wird auch immer die Aussprache überprüft, also nicht nur richtig oder falsch, sondern wie gut das war. Hana. 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 Und die ganzen Beispielsätze, die vorkommen, sind auch sehr praxisorientiert, also auch ziemlich nützlich, auch für Leute, die aktuell nicht in der Lage sind, sich mit Japanern zu treffen oder halt irgendwie Tandemunterricht zu machen. Also ich habe das auch mit einer Sprache probiert, die ich überhaupt nicht kannte, sprich Türkisch. Und anfangs war ich mir überhaupt nicht sicher, wie das funktioniert. Aber nachdem ich dann so 2-3 Tage probiert habe, hatte ich schon das Gefühl,
okay, da ist was dran, weil ich konnte dann schon irgendwie die ersten Sätze bilden. Rosetta Stone macht auch ein mega starkes Angebot für die Zuschauer dieses Videos. Normalerweise kostet die uneingeschränkte Mitgliedschaft 349 €, aber für die Zuschauer nur noch 179 €. Also das ist ungefähr 50% weniger. Angenommen, ihr lernt eine Sprache in den nächsten 2 Jahren, sind also 24 Monate, kostet das nur noch sozusagen 7,40 € im Monat. Und der Witz ist auch noch, das gilt nicht nur für Japanisch, sondern für alle 24 Sprachen, die bei Rosetta Stone zur Verfügung stehen. Also seid ihr mit Japanisch durch, könnt ihr auch mit den anderen Sprachen anfangen und das kostet keinen Cent extra. Wollt ihr das probieren? Checkt mal den Link unten in der Beschreibung. Und weiter geht's mit dem Thema Kyoto. Danke! Und man sagt auch, dass die Leute von Kyoto immer noch denken, dass die Hauptstadt in Kyoto liegt. Also da ist auch ein bisschen was dran, weil in der Meiji-Ära von vor ungefähr 150 Jahren ist die Hauptstadt von Kyoto nach Tokio umgezogen. Nur es gibt überhaupt kein Gesetz, also sprich im japanischen Gesetzbuch steht nirgends drin, dass Tokio die Hauptstadt ist. Also es steht auch gar nicht drin, wo überhaupt die Hauptstadt ist. Aber die Regierung sagt dann eben, es ist praktisch die Hauptstadt, weil es ist ja schon allgemein bekannt. Und der damalige Kaiser Meiji Tenno meinte auch dann beim Umzug, so sinngemäß übersetzt, jo Leute, ich gehe mal kurz nach Tokio und komme bald wieder. Peace. Und damals nach dem Umzug haben auch tatsächlich einige Leute in Kyoto darauf gewartet, dass die Hauptstadt wieder zurückkommt. Ist sie nicht. Und diese Story ist auch der Grund, warum einige Leute sagen, dass alle Leute von Kyoto noch glauben, dass die Hauptstadt in Kyoto ist. Außerdem, wenn man To-Kyoto ausschreibt, sieht das so aus. To-Kyoto. Und da ist auch Kyoto enthalten. Kyoto im Osten. Also wurde nur kurz verschoben. Stimmt aber nicht. Man sagt, es ist wichtig, wo man in Kyoto wohnt und für wie lange. Je dichter dran am ehemaligen Kaiserpalast, desto höher die Position. Also sollte eine Familie schon seit Hunderten von Jahren da in der Nähe wohnen, steht man quasi ganz oben auf der Pyramide. Natürlich macht das nicht jeder, aber einige gebürtige Kyotaner machen das immer noch tatsächlich. Also ich spreche mal von meiner Sandkastenfreundin, die wohnt da tatsächlich quasi da in der Nähe, sprich ihre Familie, Verwandtschaft so, steht sozusagen ganz oben auf der Pyramide, sind die wenigsten. Deswegen kann sie auch niemandem erzählen, wo sie wohnt und wo ihre Familie eigentlich ist. Dann kann auch sowas passieren, wie dass jemand dann plötzlich anfängt, sie zu siezen, obwohl die Person vor einer Sekunde noch geduzt hat. Also plötzlich wird das Blatt gewendet. Aber das passiert nur in Ausnahmefällen. In der Regel macht das niemand mehr. Und jetzt wieder zurück zu den Quizfragen von vorhin. Das basiert auf einer Story im Rakugo. Also sowas wie ja Stand-up-Comedy, nur halt ein bisschen älter. In der Story ging es dann darum, dass ein Gastgeber seinen Gast loswerden wollte und deswegen dann ihn unglaublich gut behandelt, dass dem Gast dann eigentlich so ja schon fast unangenehm wird. Daher bat er auch dann halt so ein Essen an, Bubuzuke. Das ist ein Wort für Ochazuke in Kyoto, also heißen Tee auf dem Reis übergossen mit verschiedenen Gewürzen und so. Und das ja sollte das Zeichen sein, dass der Gast dann gehen soll. Und diese Story wurde dann einfach wieder weitererzählt. Und das wurde immer ja bekannter, größer. Aus der Mücke wurde ein Elefant gemacht und ganz Japan fand die Story witzig. Und seitdem erzählt man die ganzen Geschichten. Weil Tatemae und Honne, damit können die Kyotaner umgehen. Und dann könnte es ja auch natürlich sowas passieren. In Wirklichkeit. Obwohl das eigentlich nur so eine Comedy-Story gewesen war. Aber so eine Tendenz ist leicht zu erkennen bei den gebürtigen Leuten aus Kyoto, dass sie etwas größeren Wert legen auf Tatemae und Honne. Das hat aber auch damit zu tun, dass die ganzen Herrscher immer wieder gewechselt wurde und so konnten die Leute aus Kyoto häufig nicht zeigen, was sie wirklich denken. Daher mussten sie halt diese scheinbare
sichtbare Absicht gut darstellen können, obwohl sie was anderes denken. Das ist so der historische Hintergrund. Da ist ein bisschen was dran, aber nicht so extrem. Ach ja, stimmt. Es gibt noch eine interessante Geschichte, schon wieder zum Thema Rolltreppe, weil überall in Kansai-Region, also Osaka und Umgebung, warten ja Leute auf der rechten Seite. Und die linke Seite ist frei und da dürfen Leute hochlaufen oder hochgehen. Nur nicht in Kyoto. Die stehen alle auf der linken Seite. Und die rechte Seite ist frei. So wie in Tokio. Das stimmt schon, aber nur an einem Ort in Kyoto. Und das ist der Kyoto Bahnhof. Denn das ist der Bahnhof auch vom Shinkansen, sprich dann so ein Expresszug, quasi sowas wie EC in Deutschland, der alle, weiß nicht, 2-3 Minuten von Tokio einfährt. Und das heißt dann auch, es kommen ganz viele Reisende aus anderen Präfekturen. Daher bleiben sie alle auf der linken Seite stehen. Aber woanders in Kyoto stehen sie schon mal auf der rechten Seite, mal auf der linken Seite. Also die erste Person bestimmt dann quasi die Position, wo man stehen bleibt. So funktioniert das da. Aber auch das wurde überspitzt dann weitererzählt. In Kyoto stehen alle links, weil die Kyotaner so sind. Stimmt nicht! Also nochmal zur Klarstellung. Das Image von Kyoto, dass sie alle anderen Präfekturen hassen und dass man überhaupt nicht weiß, was sie denken, ist schwachsinnig. Sie sind so ähnlich freundlich wie in allen anderen Präfekturen. Nur es ist auch leider wahr, dass einige Leute die Leute von Kyoto meiden, weil sie fest davon überzeugt sind, dass die Kyotaner so ticken. Traurig, aber wahr. Also diese ganzen Vorurteile plus noch der Hintergrund, also aus den historischen Gründen, dass die Leute aus Kyoto oft ja Honne und Tatemae gut unterscheiden können und auch das in den Vordergrund bringen. Gilt auch wie gesagt nicht für alle, aber einige extremen Leute zeigen sowas und ja, manifestieren auch sozusagen das Image. Nur das ist der Grund. Aber ich hoffe mal, dass ich euch zumindest erklären konnte, warum das so entstanden ist und wie sie in Wirklichkeit sind. Also keine Angst, alles gut. In Kyoto wird euch nichts passieren. Danke, dass ihr euch das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Hoffe, es war auch ein bisschen interessant und ihr konntet was über Kyoto lernen. Ist eine wunderschöne Stadt, kann ich euch nur empfehlen, also egal zu welcher Jahreszeit. Ich denke mal, dass man auch schon bald Japan besuchen kann. Davon bin ich sehr überzeugt. Ist zwar eigentlich nur eine Hoffnung, aber ich denke schon. Und ich bedanke mich auch natürlich für eure kontinuierlichen Unterstützung mit eurem Daumen hoch oder Mitgliedschaft oder auch Einkäufen bei meinem Merch-Shop. Die geben mir auf jeden Fall große Kraft weiterzumachen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Und vergesst nicht, Rosetta Stone zu checken. Bis dann. Ciao. Mata ne. Arigato. 1個